Hallo, hier sind wir wieder. Heute ist Donnerstag, der 26. Januar und wir sind hier auf der Stadtmauer von Königsmund und ich passe auf unsere 2 Drachenbabys auf. Mehr dazu seht ihr jetzt im Video. Wir sind Martina und Bernhard. Reisen war und ist unsere große Leidenschaft. Unsere aktuelle Tour führte uns durch Afrika und Asien zurück nach Europa. Kommt mit und seid dabei. Wir haben unseren Übernachtungsplatz in Maliston verlassen und sind eine kurze Strecke weitergefahren bis nach Ston und stehen auch hier wieder auf einem Parkplatz. Ston ist eine kleine, aber sehr schöne historische Stadt. Sie ist nicht nur bekannt für ihre Salzproduktion, sondern vor allem auch für ihre mittelalterliche gut erhaltene Burg und der ca. 6 Kilometer langen Stadtmauer. Die Stadtmauer reicht von Ston über den Berg bis nach Maliston, wo wir im letzten Video waren, und war Drehort von Game of Thrones. Wer unser letztes Video geguckt hat, der weiß, dass wir verzweifelt waren, weil unser leckeres Austernrestaurant in Maliston geschlossen hat montags. Und da haben wir nicht lang gefackelt. Wir haben unsere Hubstützen eingefahren, die Treppe eingeklappt und sind von Maliston nach Ston gefahren. Das sind genau 1,5 Kilometer. Haben uns da am nächsten Parkplatz gekrallt für umsonst, weil auch hier bis Ende Februar keine Parkgebühren anfallen, und haben hier ein traumhaftes Restaurant gefunden. Die haben sogar einen Ofen angemacht. Wir haben heute Nachmittag hier schon einen Kaffee getrunken und Aperol getrunken und haben dann gesagt, oh, wir würden gerne mal die Karte angucken, und haben dann diese Austernplatte gesehen. Das ist wieder die Austern Natur mit Zitrone, die Austern warm vom Grill mit Knoblauchbutter und die Austern paniert. Mal sehen, ob die genauso gut sind wie die gestern. Ich glaube aber schon. Dass wir hier sind, hat noch einen zweiten Grund. Viele von euch, wie wir auch, haben bestimmt Game of Thrones geguckt. Und in Game of Thrones kommt Maliston und Ston, beide Orte kommen vor. Es ist nämlich ein Schauplatz, wo Königsmund quasi hier spielt, die Mauer und die kleine Burg hier in Maliston und in Ston werden darin gezeigt, und wir hoffen, wir haben morgen ein bisschen Glück mit dem Wetter und können die eine oder andere Aufnahme machen, und dafür stärken wir uns jetzt. Wir haben jetzt unser Hauptgericht vor uns. Als wir heute Mittag da waren und unseren Kaffee und unseren Aperol getrunken haben und wir in die Karte schauen wollten, da kam der Kellner mit einem Teller und hat uns 2 Dry-Age-Steaks gezeigt und meinte, die hat er ganz frisch reinbekommen, hier von der glücklichen Kuh vom Bauer gegenüber. 40 Tage gereift und abgehangen, wunderbar. Und dann haben wir uns die direkt gesichert und haben gesagt, okay, wir kommen heute Abend um 18 Uhr wieder. Und die haben wir jetzt auf dem Teller. Also Dry-Age-Steak, medium gebraten, für mich mit Salat, für den Bernhard mit so ein bisschen Grünkohlgemüse. Und die genießen wir jetzt. Da sich das Wetter zu unserer Freude zum Besseren gewandt hat und wir nicht mehr mit Regen rechnen müssen,
erkunden wir die Umgebung mit unserem Quad. Wir erleben eine Fahrt entlang atemberaubender Küstenstraßen und erkunden wunderschöne Orte direkt am Meer. In einem idyllischen Fischerdorf haben wir die Gelegenheit, die Arbeit der Austernbauern hautnah mitzuerleben und die köstlichen Meeresfrüchte zu genießen. Für den täglichen Gebrauch haben die Austernbauern immer 1-2 Säcke an frischen Austern im Hafenbecken hängen. Wir werden eingeladen auf die Arbeitsplattform der Austernbauern und bekommen eine ausführliche Erklärung der einzelnen Arbeitsschritte der Austernzucht. Die Aufzucht der Auster ist ein langwieriger Prozess, der zwischen 18 und 24 Monate dauert. Während dieser Zeit müssen die Austern sorgfältig betreut werden, um sicherzustellen, dass sie gut wachsen und gedeihen. Dazu gehört unter anderem, dass sie 4-mal angefasst und umgelagert werden müssen. Hier demonstriert uns der Austernbauer, wie man eine Auster richtig und gekonnt öffnet. Das Öffnen einer Auster ist nicht leicht zu erlernen. Es erfordert Erfahrung, Geschick und das richtige Werkzeug, um sicherzustellen, dass die Auster korrekt und unbeschadet geöffnet wird. Der Geschmack und die feine Textur der kroatischen Auster ist ein wahres Fest für die Sinne. Und zuletzt zeigt uns der Austernbauer noch den letzten Schritt der Austernproduktion, in dem die Austern, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, mit Zement an einem Seil befestigt werden, um dann frei im Wasser zu hängen. Wir erwerben eine Tüte voll Austern, die uns mit ihrem unvergleichlichen Geschmack verwöhnen werden. Mit den Austern im Gepäck machen wir uns auf den Rückweg zu unserem Wohnmobil.
Am nächsten Morgen genießen wir bereits zum Frühstück unsere Austern mit Blick aufs Meer. Was ihr hinter mir sehen könnt, ist natürlich in erster Linie nicht nur die Mauer von Königsmund, sondern die andere Seite von der Mauer von Marleystone, nämlich Stone. Und nachdem wir ja im letzten Video verzweifelt auf der Suche nach was Essbarem waren, weil unser tolles Restaurant geschlossen hatte, sind wir genau 1,5 Kilometer außenrum über die Teerstraße das Stück gefahren, um dann in Stone anzukommen. Und über den Berg ist das eben diese Mauer, die fast 6 Kilometer lang ist, die längste Mauer Europas und die zweitlängste Wehrmauer der Welt. Und jetzt sind wir hier in Stone und so beeindruckend das ist, haben es natürlich auch andere für sich entdeckt und so eben die Macher von Game of Thrones. Und hier war ein Drehort, King's Landing, Anlanden des Königs wurde hier gedreht und auch unten in der Burg wurde was gedreht. Das kann man ganz gut nachschlagen, was da alles gemacht worden ist. Und wir sind jetzt unten rein, haben 5 Euro pro Person bezahlt, das ist der Eintrittspreis. Und dann kann man unten reingehen, einmal hoch und im Prinzip auf der ganzen Mauer entlang und hier wieder runter. Man hat einen fantastischen Ausblick. Man bekommt schon einen ganz guten Eindruck, wie das hier so früher gewesen sein möchte. Die haben sich schon ordentlich geschützt. Und es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Außerhalb der tollen Restaurants und der Muscheln und Austern, die man hier an jeder Ecke köstlich zubereitet bekommt, ist eine fantastische Natur. Also uns gefällt es richtig, richtig gut. Es ist hier in Stone das gleiche wie drüben in Marleystone. Es gibt 2 Parkplätze tatsächlich direkt an so einem kleinen Hafen, wo man mit dem Wohnmobil stehen darf. Und es ist auch hier so wie drüben, pro Stunde 6,95 € und das Tagesticket 45 € außerhalb der Saison, in der Saison. Und jetzt außerhalb der Saison, Januar, Februar, ist es kostenlos. Das heißt, wir stehen jetzt die 4. Nacht hier in Kroatien und haben noch nichts bezahlen müssen und das finde ich schon ganz toll. Das Wetter passt jetzt auch wieder. Wir haben jetzt so 10 Grad. Die Sonne war vorher da, jetzt ist sie gerade weg. Aber das kann man wirklich machen, wenn man sagt, man sucht jetzt nicht nur Sonne und Baden, ist Kroatien auch zu dieser Zeit wirklich eine Reise wert. Und das Geld, das man spart, kann man wunderbar hier in den Restaurants investieren. Die freuen sich nämlich auch, wenn jetzt ein paar Touristen kommen. Hinter mir könnt ihr jetzt noch die Burg von Stone sehen. Die ist wirklich massiv, wunderschön, da kann man auch reingehen. Und ringsrum ist ein breiter Wassergraben. Also die haben sich hier früher ganz schön verschanzt. Mauern, Wassergraben, Burg und dann nochmal eine Mauer. Und da hinten war dann irgendwann das Geschehen des Dorfes. Wir waren jetzt auf den Spuren von Game of Thrones, haben Austern gegessen und das schlechte Wetter endlich abgewartet. Die Sonne kommt morgen jetzt doch wieder. Ja, und damit fahren wir auch weiter. Für uns geht es jetzt immer
immer nördlicher an der Küste entlang. Und schauen wir mal, wo es uns als nächstes hin verschlägt, hier im wunderschönen Kroatien. Und wir hoffen, dass ihr dabei bleibt und mit uns mitreist. Vergesst also nicht, die Glocke zu drücken, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und uns auch auf Instagram zu folgen, wo wir noch aktueller sind. Und wenn ihr Bekannte, Freunde oder Familie im Ausland habt, denkt auch an unsere Untertitel, die jetzt in vielen Sprachen verfügbar sind.